Hallo, Xin Ciao, da bin ich wieder. Der beste Eindruck in Vietnam war die Gastfreundschaft und das Willkommen, als wir als Familie ankamen. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich in ein fremdes Land komme oder in ein Land, das so fern von Deutschland ist. Ich war 11 Jahre vorher das erste Mal in Hanoi gewesen, dienstlich. Und da hatte ich auch schon das Gefühl, ich stand am Hoan Kiem in der Altstadt, habe auf diese Stadt geschaut und habe gedacht, hier könnte ich leben. Und das hat auch funktioniert und ich bin sehr froh darüber. Naja, ich glaube, alle Nicht-Vietnamesen oder Menschen, die aus Europa kommen, erinnern sich sicherlich an den Verkehr und dass es auch ziemlich lebensgefährlich sein kann. Man erhält zwar Instruktionen, dass man immer schön vorwärts gehen soll, wenn man die Straße überquert, niemals stehen bleiben und schon gar nicht zurückgehen. Aber wenn man das dann das erste Mal erlebt oder hinten auf einem Moped mit drauf sitzt, dann schließt man schon mal die Augen und denkt, hoffentlich geht das gut, aber mit der Zeit gewöhnt man sich dran. Ich habe immer gesagt, ich finde die Farben in Vietnam ganz toll und dass ich ein bisschen von diesen Farben mitnehmen möchte, wenn ich nach Deutschland zurückgehe. Und das fand ich toll, diese Farbenpracht und auch die Auseis, die man immer auf der Straße gesehen hat. Das tolle Essen, das gehört definitiv zu den Genüssen, die ich am meisten vermisse. Die Umweltverschmutzung, die Luftqualität ist natürlich auch nicht immer besonders toll gewesen. Das sind, glaube ich, Dinge, mit denen aber alle großen Metropolen zu kämpfen haben. Also schon auch, wie ich gerade sagte, der Verkehr war schon in der Realität nochmal herausfordernder, würde ich sagen. Auch die vielen Mopeds, die es immer noch gab, auch wenn sie schon langsam anfingen, den Autos Platz machen zu müssen. Ich habe selber mich mit dem Moped dann irgendwann in den Verkehr gewagt, auch wenn mein Puls auf 200 stieg, wenn ich links abbiegen musste und gegen den Strom, aber die Menge hat sich geteilt und mich durchgelassen und hinterher wie ein Fischschwarm wieder geschlossen. Also es war unglaublich, wie das funktioniert hat, dass man da doch unbeschadet durchgekommen ist und an sein Ziel gekommen ist. Rückblickend würde ich sagen, ja, ich hatte eine sehr gute Vorbereitung. Also erstmal durch den DAAD gab es verschiedene Angebote. Über die GZ so einen Vorbereitungskurs konnte ich machen. Wir haben uns gut informiert, fachlich und auch kulturell. Und wir hatten sogar die Möglichkeit, einen 14-tägigen Sprachkurs zu machen. Den fand ich enorm wichtig, weil die Sprache, glaube ich, etwas sehr, sehr Schwieriges ist in Vietnam, was ich leider auch in den 4 Jahren meines Aufenthalts nicht wirklich gut gelernt habe. Ich hatte eine fantastische Sprachlehrerin, die das in den 14 Tagen geschafft hat, ein Verständnis und ein erstes Vokabular auf eine fantastische didaktische und neurolinguistische Art und Weise, wie ich es nie wieder erlebt habe. Und ich glaube, die Basis, die ich am Anfang hatte, habe ich auch gar nicht halten können, weil ich es dann gar nicht mehr angewendet habe. Aber wenn ich mehr Zeit gehabt hätte, hätte ich wenigstens einen Monat Sprachkurs gemacht, weil doch viele Dinge, die man sich über die Sprache erschließen kann, einem dann verschlossen bleiben oder man eben immer auf Hilfe und Unterstützung angewiesen ist, dass etwas übersetzt und erklärt wird. Ich denke in erster Linie Gelassenheit. Also man darf sich nicht verrückt machen lassen von den vielen Menschen, von dem Verkehr, von dem Lärm. Das ist natürlich auch eine Belastung. Ich bin auch immer in öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren,
auch die, sagen wir, teilweise Rücksichtslosigkeit im Verkehr, dass man Dinge nicht versteht, ratlos manchmal zurückbleibt oder sich verloren fühlt, aber am Ende geht immer alles weiter. Also Ruhe, Gelassenheit, viel Toleranz, Dinge nicht persönlich zu nehmen und erstmal zu beobachten, bevor man sich eine Meinung bildet und die auch äußert. Ich bin ja sehr groß und sehe natürlich auch europäisch aus, und die Erfahrung, in der absoluten Minorität zu sein und immer auch gleich erkannt zu werden als Ausländer, also ich konnte mich nicht verstecken, das ist schon eine, denke ich, wichtige interkulturelle Erfahrung, die man macht, und die ist nicht immer positiv vielleicht belegt, aber überwiegend schon. Und wenn man dann in seine Heimat zurückkommt, wo man eben nicht mehr auffällt, hat man dann schon einen anderen Blick auf anders aussehende Menschen und ist da auch sehr viel hilfsbereiter und möchte etwas zurückgeben von dem, was man selbst an Positivem erfahren hat. Mehr Toleranz, viel mehr Erfahrung, auch Hintergrundwissen, warum verhalten sich Menschen so. Und man kann viel auf die eigenen Erfahrungen plötzlich zurückgreifen und besser verstehen und interpretieren und vielleicht dann auch manchmal seinen deutschen Mitmenschen helfen, Dinge besser einzuordnen und das auch nicht persönlich zu nehmen, wenn plötzlich Reaktionen kommen, die man so nicht gewöhnt ist oder nicht erwartet hat. Ich würde besser Vietnamesisch vorher lernen, glaube ich. Das habe ich wirklich vermisst. Mein Mann hat übrigens ziemlich gut Vietnamesisch gelernt und hat auf unserer Abschiedsparty die Abschiedsrede auf Vietnamesisch gehalten. Und mein Kollege sagte dann, er hat mindestens die Hälfte gut verstanden, und das finde ich schon fantastisch, dass er das so gemacht hat. Und ich habe mich, glaube ich, auch immer so ein bisschen dahinter versteckt und habe gedacht, wenigstens einer in der Familie hat es so gelernt, dass er durchkommt mit der Sprache und auch wenn man mal in dem entlegensten Ort des Landes ist, dass man irgendwie sich verständigen kann mit dem Taxifahrer, mit dem Restaurant. Dass ich dann immer mal wieder gefragt habe, wie heißt das oder wie wird das ausgesprochen, ist ja auch eine schwierige Aussprache. Und ich dann immer wieder Dinge vergessen habe. Und dann habe ich mal einen Satz gelernt, der heißt, ich bin so ein Dummkopf. Ich glaube, der hieß Toi La Mot Ke Mok. Es ist perfekt, also ich kann wunderbar verstehen. Und das hat immer alle sehr amüsiert. Erstmal, ich vermisse Vietnam sehr. Ich hoffe, das hat man gemerkt an den Antworten. Ich fand das eine fantastische Zeit, die 4 Jahre in Vietnam, auch für meine Familie. Da profitiert man ein ganzes Leben lang. Ich vermisse die Arbeit an der Außenstelle, das selbstständige, autarke Arbeiten, die vielen tollen Alumni, die viel Verbundenheit hatten und die mich diese Verbundenheit auch spüren ließen und ich mich sehr willkommen fühlte. Ich würde auf jeden Fall Frau Thu im VDZ bitten, eine Pho oder eine Bun zu kochen, und ich würde so gerne mit meinen Kolleginnen und allen, die ich da kenne, ein Nudelsuppen-Mittagessen haben. Das würde dazugehören, und vielleicht bringt Frau Thu auch noch ein paar wohlschmeckende Bananen aus ihrem Garten mit dazu und kocht den schwarzen Reis mit dem Joghurt. Das wäre ein fantastisches Essen, was ich wirklich sehr vermisse. Ich würde gerne Kolleginnen und Freunde in Hanoi wiedersehen, vielleicht mal um den Hoan Kiem laufen, und wenn ich Zeit hätte, würde ich auch noch mal in die Trockenhalong-Bucht nach Ninh Binh und da die Landschaft einfach genießen. Was ich diesen Menschen, die ich so lieb gewonnen habe, wünsche, ist natürlich alles Gute für sie und ihre Familien. Beste Gesundheit. Ich hoffe irgendwann ein Wiedersehen, jetzt wo die Pandemie auch zu Ende ist. Und für das Hochschulwesen in Vietnam wünsche ich, dass es auch attraktiver wird, auf dem Weg voranschreitet, attraktiv zu werden innerhalb der ASEAN-Staaten.
und dass es eine attraktive Destination wird für viele internationale Studierende, nicht nur aus Übersee, sondern eben auch aus den Nachbarländern und aus den ASEAN-Staaten. Und da würde ich einfach sagen, weiter so Vietnam. Eigentlich denke ich jeden Tag an Vietnam, an Sie alle und wünsche Ihnen nur das Beste und hoffe, dass wir uns mal wiedersehen.